An meinem Handgelenk sieht man Narben. Die stammen aus meiner Vergangenheit, aus einer Zeit, als es notwendig war, mir diese Wunden zuzufügen. Und diese Narben bleiben für den Rest meines Lebens an meinem Körper sichtbar. Sie schränken mich nicht ein, ich kann alles tun. Aber ich kann sie visuell wahrnehmen und sehen und mich daran erinnern, woher diese Narben kommen. Und sie verbleiben in meinem Körper, obwohl die Wunden schon lange sauber verheilt sind. Aber ich entscheide darüber, wann ich mir die Narben anschaue und mich vielleicht in diese Szene hineinversetze, emotional als auch gedanklich, die mich dazu gebracht hat, diese Wunde mir zuzufügen. Und dann habe ich mich gefragt, ist das auch mit emotionalen Wunden möglich? Die meisten wissen gar nicht, wie viele emotionale Wunden wir mit uns herumtragen, tagtäglich. Tatsächlich kann ich eure emotionalen Wunden nicht sehen, auch nicht eure Narben. Ich kann nicht sehen, wie ihr verletzt wurde, weil euer Vater euch ausgelacht hat, als ihr Angst gezeigt habt. Oder als eure Mutter euch verprügelt hat, weil ihr wütend wurdet. Oder als eure erste große Liebe euch betrogen hat. All diese emotionalen Verletzungen sind in den meisten von uns weiterhin vorhanden, aber im Außen kann das keiner sehen. Ich kann nicht sehen, wann ich aus Versehen meinen Finger in die Wunde lege und sie vielleicht wieder neu aufreiße. Und dann ist die Frage, ist es möglich, diese emotionalen Wunden, die keiner sehen kann und meistens noch nicht mal ihr selbst, weil ihr in der Flasche steckt, ihr könnt nicht von außen euch drauf gucken oder sehr schwierig. Es ist also möglich, diese emotionalen Wunden sauber verheilen zu lassen, dass am Ende nur noch eine sauber verheilte Narbe übrig bleibt, die weiterhin wahrnehmbar ist, die da ist, die einen erinnert, wie das mal war, aber die nicht den Alltag beeinflusst, die uns nicht einfach ungebeten mitreißt in irgendeinen emotionalen Strudel, sondern sodass wir selbst entscheiden können, wann schaue ich mir diese Narbe vielleicht nochmal an und fühle mich nochmal hinein oder halt nicht. Jetzt bin ich noch nicht so lange auf dieser Erde. Wenn ich also so in 40, 50 Jahren, wenn es da immer noch YouTube gibt, werde ich ein Video darüber machen, ob ich meine emotionalen Wunden selbst verarbeitet habe. Und tatsächlich merke ich selbst, dass es möglich ist, indem man der Wunde erlaubt, gefühlt zu werden, diese Aufladung zu lösen, der emotionalen Wunde, sodass sie die Möglichkeit hat, sauber zu verheilen. Und dann ist es möglich, sich das anzuschauen, ohne diese emotionalen Wirbelsturm da drin zu haben. Man wird weniger emotional reaktiv. Es werden kaum noch Trigger vom Außen gesetzt, weil es einfach keine Wunde mehr gibt, wo jemand seinen Finger reinstecken könnte. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten als Emotionsregulation bezeichnen würden. Emotionale Wunden aus der Kindheit verheilen lassen, indem sie gefühlt werden, damit am Schluss nur noch eine Narbe übrig bleibt. Eine Narbe, über die ich selbst bestimme, wann ich mich an dieses Gefühl erinnere oder wann nicht.